So, Tag zusammen. Igor mein Name. Ich wollte mal nur meine, sage ich mal, DIY faltbare Solarzelle vorstellen. Die besteht aus Sonnendoppelmodulen, das heißt 1 Volt. Das Ganze laminiert, einfach Laminierfolie und auf den Stoff mit Silikon geklebt. Ein bisschen auch vernäht. Gucken wir mal, was die so leisten kann. Insgesamt besteht die aus 12 solche 1 Volt Module. Sollte also 12, 13 Volt auf jeden Fall liefern. So, wir sehen eine Kurzschlussspannung, eine Leerlaufspannung von 13,4 Volt. Gucken wir mal den Kurzschlussstrom an. Oh ja, 1,6 Ampere. Mal gucken, ein bisschen Winkel. Nee. Ah ja, 1,6 Ampere. Ich habe mal zusätzlich so eine Batterie mitgebracht, bestehend aus 3 Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Nominalspannung 3,2 Volt. Die sind jetzt gerade relativ gut entladen. Ich habe Kapazitätstests gemacht und die noch nicht geladen. Schließen wir die mal an und gucken, was diese Solarzelle hier reinpulvert. Insgesamt sind es 3 Zellen, weil dann für 4 Zellen reicht einfach jetzt für die Spannung nicht aus. Hätte ich vielleicht anstatt der 12 vielleicht 14 solche kleinen Doppelmodule nehmen sollen. Dann hätte es vielleicht gereicht. So, ich schließe das mal eben an, dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich das Ganze angeschlossen. Wir sehen, dass die Zellen gerade mit 800 mA geladen werden. Waren vorher ein bisschen mehr. Gerade sinkt es. Der Strom liegt wahrscheinlich daran, weil die Zellen ein bisschen warm werden. Oder weil die langsam verschattet werden. Ja. Gut, die Sonne wandert. Schatten auch. 0,9 Ampere. 9,7 Volt. Werden die Zellen jetzt geladen. Jo, ich weiß nicht. Ist das ausreichend? Ich glaube für den Prototypen ja. Ja gut. Mal schauen, wie die sich im Langzeittest schlägt. Natürlich habe ich vergessen zu zeigen, wie sie das Ganze falten lässt. Und zwar einmal so. 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 Und so. Ja, steht so ein kompaktes Modul. So ein Päckchen. 1,40. Also 14 mal 20. Also 14 mal 20. Was war überhaupt die ganze Motivation hier hinter diesem Modul? Ich habe im Internet schon im Grunde unzählige Videos gesehen. Module, Encapsulation und so weiter. Leider haben viele gezeigten Sachen gar nicht funktioniert, beziehungsweise die Module haben nicht lange gehalten. Auch bei selbst faltbaren Modulen von diesem Gewicht, das ist, ich denke mal, das ist kein Kilogramm, das sind echt paar 100 Gramm nur. Die Zellen sind natürlich auch nicht irgendwie gestützt. Das ist natürlich ein Problem. Die sind zwar ein bisschen semi-flexibel, aber können trotzdem brechen. Und wenn die sich weil ich diese Methode gewählt habe, hier eine Schiene zu legen und die Zellen so geschnitten habe und nicht so, heißt, wenn hier ein Stück abbricht, kommt da kein Strom mehr. Wenn die Zelle hier einen Riss bekommt, ist es kein Problem, weil das immer noch mit der Schiene verbunden ist. Aber wie gesagt, die sind von hinten nicht gestützt, das ist nur die Laminierfolie von oben von unten und im Grunde war es das. Wenn die flach so auf den Boden liegen, geht auch ein bisschen Druck, aber wenn man die so anfangen würde zu biegen, da muss man aufpassen, die gehen sonst kaputt. Ja, mal gucken, wie lange auch dieser Kupfertape hier hält. Das ist hier dann die Module selber sind drauf gelötet und mit diesem Kupfertape verbunden und das sind halt diese Knickstellen. Mal schauen, wie lange sich das hält. Schön ist die Zelle vielleicht nicht, aber war nur
um mal zu schauen, wie das Ganze überhaupt funktionieren könnte mit dieser Laminierung. Mal schauen, ob die über Zeit auch dunkel wird oder gelb wird. Wobei da besteht auch die Option, einfach mal Laminierfolie mit UV-Schutz zu kaufen. Ich weiß nicht, ob die Leistung der Zellen dann nochmal sich sinkt. Aber könnte man mal auch experimentieren. Ja, soweit zu meinem DIY-Modul. Falls ihr Fragen habt, stellt die Fragen einfach. Ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Tschüss.